Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Bevor ich jetzt anfange und damit ich es nicht vergesse, heute Nachmittag könnt ihr das Mondorakel gucken. Normalerweise mache ich ja immer sonntags ein Goodie, aber heute Nachmittag 15 Uhr ist das Mondorakel verfügbar. Und wir schauen jetzt, was der Tag uns heute fürs Kollektiv mitbringt. Hier kriegt man das Geschenk der Freundschaft angezeigt. Möglicherweise bekommt irgendjemand ein Geschenk von einem Freund oder überreicht selber eines. Hier blüht eine Freundschaft auf. Hier ist man sich gegenseitig etwas wert. Es kann hier um jemanden gehen, den man länger schon kennt, der eine starke Schulter hat, an dem man sich anlehnen kann. Eine Figur, die, ja, sag ich mal, auffängt. Es kann auch sein, dass wir hier im Unterbewusstsein einige Wunden haben, die mit diesem Konstrukt ja wieder genesen können. Also hier erreicht man zusammen irgendwas, man ist sich bewusst, was der andere wert ist. Man guckt vielleicht auch mal über Verletzungen drüber. Man entledigt sich hier auch Dingen, die tief im Unterbewusstsein vergraben sind. Es erinnert mich jetzt so an gestern, ne? Pflege so dieses Ding der Freundschaft, der Verbundenheit. Hier ist es so, dass man vielleicht auch an eine Bewegung der Vergangenheit anknüpft, dass es in der Vergangenheit Richtungswechsel gab, Gespräche, Kommunikation, möglicherweise auch jemanden, mit dem man etwas ausdiskutiert hat, was jetzt nicht so schön war. Oder wo man dann eben sagt, so, ich breche mal jetzt den Kontakt für einen Moment ab. Man hat ja auf jeden Fall den Erfolg. Der Personen können es hier sehr viele sein. Es kann auch, sei freundlich zu dir selbst sein. Hol Unterstützung, wenn du alleine nicht kannst. Wir haben ja aus der eigenen Sicht ein gutes Fundament, ne? Wir haben schon viel losgelassen, wir haben schon viel abgearbeitet, wir haben schon einige Richtungswechsel. Mit dem Mond haben wir hier aber eben auch das Emotionale, die emotionale Fülle, das Erfülltsein. Das kannst du mit Geld sowieso auch nicht kaufen. In unserem eigenen Haus haben wir uns schon das gute Fundament aufgebaut. Ja klar, der Mondwechsel steht bevor, das kann ja auch nur so sein. Überlegt euch mal, gerade sage ich es noch, heute Mittag kommt das Mondorakel, hier liegt er schon. Und
Es geht um emotionale Fülle. Es geht um Genesen lassen eines Konstruktes, das ein emotionales Gift ist oder das emotional auch so wirkt, als könnte man es nicht abschneiden. Aber hier liegt eben der Erfolg damit auch. Die Intuition ist sehr hoch und die Psyche spricht mit einem. Das Unterbewusstsein. Und da haben wir es wieder. Es geht wie gestern, ein bisschen ähnlich, um unser Beziehungskonstrukt, um die Verbindung zu anderen, um das Geschenk der Freundschaft, um das Zusammenstehen, Zusammenhalten. Es geht auch darum, Zweifel auszuräumen auf der eigenen emotionalen Ebene, was alle Herzensangelegenheiten betrifft. Es geht darum, dem Zweifel die Tür zuzumachen und dem Vertrauen zu folgen. Da kann man auch über sich hinauswachsen in dieser Sache hier. Hier liegt ein großes Geschenk in der Mitte, das auch langfristige Stabilität mitbringt, also lange Wege, Bedingungslosigkeit. Es ist etwas, wo du vielleicht schon investiert hast und hier kommt so der Bonus. Es kann ja auch eine neue Partnerschaft sein, ein Mensch, der sich anzeigt, der ins Leben tritt, ein Mensch, der vom Außen kommt, unangemeldet und vielleicht auch nicht herbeigesehnt, aber er liegt eben da. Das hier geht an alle die auch so Schattenthemen haben mit der Familie. Wir haben den Bären, wir haben die Schlange, wir haben die Partner, die Kinder, das ganze große Verbundenheitsnetz. Und am Ende ist es auch die Häutung aus einer verstrickten Situation in eine gute, verbindliche Sache, die lange währt. Ne? Es kann sein, dass man hier auch sehr gefordert ist, emotional. Und die Chance hat, hier einen Kreislauf zu durchbrechen, der schon in der DNA mit drin liegt. Ne? Viele von uns haben ja auch Wahlfamilie, auch das könnte das sein. Passt unheimlich gut. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter, was kriegen wir hier noch? Es geht auf jeden Fall um emotionale Fülle. Das ist das, was du nicht mit Geld bezahlen kannst und auch mit keinem Geschenk der Welt, weil es an sich schon das Geschenk ist. Ne? So, was darf ich hier noch sagen? Bitte eine Karte. Ich sagte ja, ne, hier ist ein großer Aufwand, der betrieben wird und jetzt so langsam kommt hier das Aufblühen, die Entlohnung. Auch ein guter Rat irgendwo, ne? Wie man etwas stabilisiert und eine aufwendige Energie minimalisiert. Man erkennt irgendwie auch, dass es manchmal im Leben so Sachen gibt, die nicht gerecht sind. Also hier geht es darum, eine Ungerechtigkeit zu entfernen, gerechter Lohn, etwas zu minimalisieren, was mit viel Aufwand betrieben wurde. Und was auch gut sein kann hier,
dass wir in der Vollmondphase auch so ein bisschen uns blockiert fühlen oder nicht so richtig vorankommen. Aber wir gucken da in den großen Spiegel und die emotionale Fülle, da möchte was in Bewegung kommen. Wir stehen uns hier vielleicht manchmal auch selbst im Weg bei dem Thema Verbundenheit und so, ne? Das gibt's doch nicht. Guckt mal, hier ist schon wieder der Mond drauf. Ein Wahnsinn. So, der geheime Strand ist hier gefallen. Hier hält man etwas bedeckt oder man untertreibt. Ne? Und etwas, was man mal angefangen hat, wird nachher zum großen Los. Da ist der Aufwand, den man betrieben hat, und hier ist sozusagen der Lohn. Das kann jetzt sein, dass man zufällig etwas entdeckt oder dass man etwas investiert hat, was nachher tatsächlich genau richtig war. Und es kann auch sein, dass man hier die Seiten wechselt. Ne? Man hat vielleicht jahrelang ein Beziehungsmuster so und so betrieben und hier kommt so dieser Wechsel, ne? Von der emotionalen Armut in die emotionale Fülle. Die Lebensenergie wird aufgetankt. Wunderbar. So lassen wir das auch stehen. Hier der ganze Mond und hier nochmal der Mond. Also nutzt die Zeit gut für euch. Hier liegt ein großes Geschenk für uns, die damit resonieren. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt an 15 Uhr heute Mittag. Ich drücke euch bis bald.